Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter, und im heutigen Video gehen wir auf ein paar Kleinigkeiten bezüglich Seiten ein. Ja? Mehr wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Seit kurzer Zeit gibt es Seiten, die haben so ein Pickerl drauf. Da steht "Thank you for the music" und dass das Produkt nicht weiter erzeugt wird. Was ist das jetzt für ein Produkt? Das ist ein Produkt, das sehr, sehr gut funktioniert. Das sind Styropor-Seiten, zum Beispiel jetzt für Cello C oder G, die entweder in Wolfram, in Silber oder in Chromstahl bandumsponnen erzeugt werden. Die gibt's oder hat's gegeben, jeweils in 3 Stärken. Also die dünnen, die mittleren und die starken. Und nachdem jetzt die Seitenhersteller und eigentlich so ziemlich alle Seitenhersteller Wolframseiten anbieten, die sie zu einem wesentlich höheren Preis verkaufen können als Chromstahl umsponnene Seiten, ja, machen die natürlich lieber die Wolframseiten. Jetzt ist der wirkliche Materialaufwand von dem Umspinnungsmaterial so wenig mehr, aber der Preis, der dafür verlangt wird, ist exorbitant mehr. Das heißt, für die Seitenhersteller ist das natürlich ein super Geschäft, eine Wolframseiten zu verkaufen. Jetzt machen es für die Styropor-Seiten die mittlere Seitenstärken schon noch, wenn sie Chromstahl umsponnen sind, aber die starken wollen sie jetzt aufhören. Deswegen gibt es diese Pickerl drauf. Ja? Wann brauche ich so eine Seiten? Wenn ich die halt nur in einem Raum, in einem normalen oder in einem Zimmer oder in einer Werkstatt spüre, Instrument, dann ist der Unterschied zwischen einer Wolfram umsponnenen Seiten und einer Chromstahl umsponnenen Seiten sogar so, dass es in einem kleinen Raum die Wolfram umsponnene Seiten natürlich einen ganz anderen Wumms gibt. Im Saal hingegen, wofür Instrumente eigentlich auch taugen sollen, ja, da hast du mit der Wolframseiten ein Problem, weil das Material Wolfram die Obertöne dämpft. Man kann durch Legierungszusätze zwar ein Material herstellen, das weniger dämpfend ist als ein reines Wolfram, dadurch natürlich auch irgendwie leichter ist, aber du kannst die Seiten immer ein bisschen dünner machen. Der Vorteil ist, die ist leichter ansprechend. Der Nachteil ist, je dünner eine Seiten ist, desto weniger Bogenhaarkontakt hast du. Und das nächste ist das, wenn die Obertöne von vornherein gedämpft werden, ja, dann tragt das Instrument im Saal nicht. Das heißt, das ist ein hörbarer Unterschied, ob du Wolfram umsponnene oder Chromstahl umsponnene Seiten drauf hast. Wenn man ein Instrument gesund baut von den Halsstärken her und nicht einen extremen Winkel über den Hals und damit Steg und so weiter erzeugen will, dann brauchst du natürlich eine stärkere Seiten, weil das über die Seiten gemacht wird und nicht über einen steilen Winkel. Das schwingt einfach freier und klingt besser. Ja? Und bei meinen Instrumenten brauche ich das, dass ich entsprechend starke Seiten habe, aber eine, die natürlich die Obertöne nicht dämpft, weil die Leute, die von mir was kriegen, die brauchen das auch in einem Saal, in einem Konzertsaal. Und dort ist eine Wolframseiten wirklich nicht so gut. Das heißt, die Seitenhersteller wissen das sogar und die Argumentation ist dann die, der Markt verlangt's. Naja klar, weil die Seitenhersteller das alle eingeredet haben, dass das besser ist. Ja? Und solange du halt nur im Zimmer spielst oder in irgendeinem Orchester mitspielst und nicht ein Solo spielst oder ein Quartett oder sonst irgendwas, fällt das auch nicht so auf. Ja? Es geht in Wirklichkeit ums Geld verdienen und nicht, was klingt am besten. Und in dem Fall ist es so, dass die viel billigere Seiten natürlich auch besser klingt, wie die viel teurere. Ja? Der Sinn der Sache ist der, jetzt fangen sie an, dass sie sozusagen die starken Stärken auslaufen lassen. Und wenn man eine starke Seiten braucht auf einem gesund gebauten Instrument, dann kann man es bald nicht mehr aussuchen, dass man eben eine Wolframseiten auftut, weil es die anderen einfach in den starken Stärken nicht gibt. Das ist der ganze Schmäh dabei. Das heißt, schaut, dass noch eine Styropor Chromstahlseiten stark für C und G kriegt. Bei der Bratschen ist es die C-Seiten. Ja, das macht richtigen Sinn. Chromstahl umsponnen. Das klingt wirklich am besten. Ja. Die mittleren gibt es nach wie vor, aber wie gesagt, wenn sie sich schon die Mühe gemacht haben, diese Pickerl zu entwickeln und zu entwerfen und überall brav aufzupicken,
dann nehme ich an, das wird jetzt auch auf alle Seiten passieren, die halt mit weniger Gewinnmarge verkauft werden, obwohl die Gewinnmarge immer noch sensationell groß ist bei Seiten. Lieber ist es ja dann halt, wenn du immer nur den teuersten Mercedes kaufst und nicht einmal einen VW, der aber eigentlich besser fährt unter den Bedingungen. Das ist der Schmäh dahinter. Und ihr könnt sowohl bei den Seitenherstellern aufragen, warum das in Wolfram gemacht wird, oder schreibt es in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit habt. Nur ein kleiner Zusatz. Wenn ich heute eine Seiten mache, dann geht es logischerweise darum, wie schwingungsfähig und wie wenig obertontötend das Material ist. Das heißt, würde ich statt Wolfram zum Beispiel Iridium nehmen, das ist ein Material, das ist noch schwerer, da könnte man die Seiten noch dünner machen und da wäre dann ein Aufpreis von 20, 30, 40 Euro absolut gerechtfertigt, aber da ist halt der Gewinn nicht mehr da, weil das Material schon was kostet. Wolfram ist halt ein Material, das relativ billig eine hohe Dichte hat. Blei nehmen sie dabei noch nicht, weil das war noch viel billiger und ist aber nicht ganz so schwer. Ja? In Wirklichkeit, das ist das, was dahinter ist. Also diese runden, glänzenden Pickerl signalisieren genau das, was ich gerade gesagt habe. Schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen rein und auch, ob ihr es im Soe ausprobiert habt. Ich habe es unzählige Mal im Soe ausprobiert und Instrumente, die nicht so befriedigend waren, nur durch Tauschen an Seiten wirklich aufwerten können. Das ist eben genau das, wenn man Bestandteile hat, wie wir zum Beispiel erzeugen, die von vornherein sehr gut aussprechen und ganz viele Obertöne haben, fällt natürlich das noch viel mehr auf, ob ich jetzt mit einer Wolfram-Seiten die Obertöne umbringe und die Tragfähigkeit weg ist. Habe ich Bestandteile, die die Obertöne sowieso schon kaputt machen, in Form von einer Montage, ja, dann fällt das natürlich bei weitem nicht so auf, ob ich Wolfram-Seiten aufführe oder nicht. Also gescheite Bestandteile und die richtige Seiten ist das Ergebnis, das schießt die anderen weg. Irgendwelche Fragen, Beschwerden, Herr Sohn? Ich traue mich schon gar nichts mehr kritisieren. War jetzt was zum Kritisieren? Na, war super. Na also. Das war's für das heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ihr Lust habt, beim nächsten wieder. Pfiat euch. Hast du auch zufällig irgendwie Seiten da mit Verpackung, wo du sagst, das ist eigentlich nicht so was Gescheites? Nein, sowas habe ich nicht. Ganz Für ein paar normal. Seiten auflegen, dass es cool ausschaut, oder? Das cool ausschaut. Und uns jetzt auf die Seiten dieses Thank you for the music Pickerl um. This product will be discontinued. Falls ein Seitenhersteller das sieht, dann kommentiert doch gerne, was eurer Meinung nach der Grund ist, dass ihr das nicht mehr machen wollt. Ja, das ist wirklich, also das ist so durchschaubar, was das für eine niedrige Beweggründe sind. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter, und im heutigen Video unterhalten wir uns nicht, weil ich rede mit mir selber. Ein bisschen redst schon mit der Kamera, oder? Ja, ich komme mir blöd nur vor, wenn ich nur mit einer Kamera rede. Oder ab und zu mit mir. Ja, und ich schaue nur zu dir, nicht in die Kamera. Ja eben, das sollst du nicht machen. Wir reden von einer Bratschen, beziehungsweise reden wir von einem Cello und einem Kontrabass. Dort machen sie das ja. Bei der Geige nicht. Nein. Okay. Normalerweise nicht. Vielleicht fangen sie dort auch noch an. Jetzt hat eine dünnere Seiten einen Vorteil, dass sie zwar leichter ausspricht, was aber unsere Bestandteile sowieso machen. Das heißt, du kannst eine dickere Seite nehmen, die auch super ausspricht. Nehmen wir eine Hausnummer. Wir haben eine Bratschenseiten, eine C-Seiten, ein Seil mit Chromstahl Spannen. Die kostet im Einkauf, sagen wir mal, Hausnummer 15 Euro. Wenn du eine Wolfram-Seiten kaufst, kostet die 50 Euro. Der Unterschied ist der, wenn du einen ganz geringen Materialmehraufwand hast, um das mit Wolfram zu umspinnen, aber für die Seiten viel mehr verlangen kannst, dann ist es ein super Geschäft für die Seitenhersteller. Ja, warum mehr verlangen? Warum um so viel mehr verlangen können? Weil es alle machen. Wenn einer nur den Materialmehraufwand verlangen würde, den taten sie, glaube ich, heimdrehen. Die haben sich das ganz gut so eingerichtet und deswegen machen das alle Seitenhersteller. Da geht es nicht mehr darum, wie gut klingt's, sondern wie viel können wir da Profit ausziehen aus seiner Seiten. Aber was sagen die Leute, warum sie das aufhören? Das wird einer eingeredet, dass das besser ist und im Soll, das kommt erst viel später. Er hat nur festgestellt, dass das eine Cello viel besser klingt als seins. Und dann habe ich gesagt, was sind das für Seiten da oben? Ja, die hat er gehabt und die hat er aufgetan. Und dann habe ich es ihm austauscht und dann sind ihm die Augen rausgeflogen.
Und das war nichts anderes außer ein Wolfram-Seitengänger Chromstahl austauschen. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus.